Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute zeigen wir dir, wie du dich auf Deutsch vorstellen kannst. Folge uns und drück die Glocke. Wenn man jemanden zum ersten Mal trifft, ist es oft schwer, die richtigen Worte zu finden, oder? Ja, das stimmt. Viele wissen nicht, wie sie anfangen sollen. Ein einfaches Hallo oder Guten Tag ist ein guter Start. Genau. Und dann kann man vielleicht sagen, ich heiße Anna oder mein Name ist Anna. Das ist einfach und klar. Und wenn man mehr erzählen will, kann man etwas über den Wohnort sagen. Zum Beispiel, ich komme aus Berlin. Richtig. Das gibt dem Gespräch eine Richtung. Man kann auch fragen, woher kommst du? Ja, Fragen sind immer gut, um das Gespräch am Laufen zu halten. Man könnte auch fragen, was machst du gern in deiner Freizeit? Das ist eine schöne Frage. Viele Menschen reden gerne über Hobbys. Man kann auch sagen, was man selbst mag, wie ich spiele gern Fußball. Stimmt. So lernt man gleich etwas über die andere Person. Man kann auch über das Wetter sprechen. Das ist einfach und jeder kann mitreden. Ja, das Wetter ist immer ein gutes Thema. Es ist heute schön, oder? Das geht immer. Absolut. Und wenn das Gespräch gut läuft, kann man nach gemeinsamen Interessen fragen. Zum Beispiel, magst du auch Musik? Das öffnet viele Türen für ein längeres Gespräch. Und es zeigt Interesse, was wichtig ist. Genau. Es ist wichtig, aufmerksam zu sein und zu zeigen, dass man zuhört. Ein einfaches Lächeln hilft auch. Ein Lächeln sagt oft mehr als Worte und es macht das Gespräch angenehm. Ja, das stimmt. Und wenn man sich verabschieden will, kann man einfach sagen, es war nett, dich kennenzulernen. Oder ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das ist freundlich und offen. Richtig. Es ist wichtig, freundlich zu bleiben, auch wenn das Gespräch endet. Genau, dann erinnert sich der andere gern an das Gespräch. Und wer weiß, vielleicht wird daraus eine Freundschaft. Ja, es kann der Anfang von etwas Schönem sein. Und am Ende sind es oft die einfachen Dinge, die zählen. Einfach und ehrlich, das sind die besten Zutaten für ein gutes Gespräch. Wir haben über das Begrüßen gesprochen, aber was kommt danach? Ein guter nächster Schritt ist, seinen Namen zu nennen. Das ist einfach und wichtig. Stimmt, man kann einfach sagen, ich heiße Max oder mein Name ist Max. Ja, das ist klar und direkt. So weiß der andere gleich, wie man heißt. Und dann könnte man sagen, woher man kommt. Zum Beispiel, ich komme aus Hamburg. Ja, das gibt dem Gespräch eine Richtung. Man kann auch direkt fragen, und du? Genau, das hält das Gespräch am Laufen und es gibt oft interessante Antworten. Viele Menschen erzählen gern, wo sie herkommen, weil das oft mit schönen Erinnerungen verbunden ist. Ja, und es zeigt Interesse. Man lernt so auch gleich mehr über die andere Person. Manchmal gibt es dann auch gemeinsame Themen wie Ferienziele oder bekannte Orte. Ja, das kann spannend werden. Und wenn man den Ort nicht kennt, kann man fragen, wo liegt das? Das ist eine einfache Frage, die zeigt, dass man zuhört und man lernt vielleicht etwas Neues. Man kann auch nach Besonderheiten des Ortes fragen. Vielleicht gibt es dort etwas Besonderes zu sehen. Genau, so bleibt das Gespräch lebendig. Und man kann auch selbst erzählen, was man an seinem Wohnort mag. Das stimmt. So gibt man auch etwas von sich preis und das Gespräch wird ausgewogen. Und wenn man merkt, dass die andere Person etwas mehr erzählen möchte, kann man nachfragen. Ja, erzähl mir mehr oder wie ist es dort? Sind gute Fragen. Und so bleibt das Gespräch interessant und beide Seiten können etwas beitragen. Es ist einfach, aber diese kleinen Schritte machen viel aus. Ja, und mit der Zeit wird es immer leichter, sich vorzustellen und ins Gespräch zu kommen.
Nachdem man seinen Namen und den Herkunftsort genannt hat, könnte man vielleicht etwas über seinen Beruf oder sein Studium erzählen. Das stimmt. Man könnte sagen, ich bin Lehrer oder ich studiere Biologie. Das gibt den anderen einen guten Eindruck von einem. Ja, und oft ergeben sich daraus auch neue Gesprächsthemen. Viele fragen dann nach dem Beruf oder dem Studium. Genau. Und es ist eine gute Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zu entdecken. Vielleicht hat der andere einen ähnlichen Beruf. Oder man erzählt, was man in der Freizeit gern macht. Das ist auch immer ein interessantes Thema. Ja, Hobbys sind oft spannend. Man könnte sagen, ich spiele gern Fußball oder ich liebe es zu malen. Das zeigt auch, welche Interessen man hat. Und es gibt viele Möglichkeiten, darüber weiter zu sprechen. Man kann nachfragen, wo der andere spielt oder ob er schon Ausstellungen hatte. Das hält das Gespräch in Gang. Und wenn man gerade etwas Besonderes erlebt hat, kann man das auch erzählen. Das macht neugierig. Stimmt, man könnte sagen, ich war letzte Woche im Kino oder ich habe einen neuen Kurs begonnen. Solche Geschichten sind oft ein guter Einstieg, um mehr über den anderen zu erfahren oder selbst mehr zu erzählen. Es ist auch nett, über die Familie zu sprechen, wenn man das möchte. Man kann sagen, ich habe 2 Geschwister. Ja, oder einfach, ich lebe mit meiner Familie in einer Wohnung. Das gibt ein Bild vom Leben des anderen. Und man kann auch nach den Plänen für die Zukunft fragen, wenn es passt. Das zeigt Interesse. Genau, mit einem einfachen „Was machst du gerne?" oder „Was sind deine Pläne?" kann man viel erfahren. Solche Fragen machen Spaß und zeigen auch, dass man wirklich zuhört und sich interessiert. Und es bleibt immer locker und angenehm. Man muss nicht alles auf einmal erzählen, nur was gerade passt. Ja, es ist schön, wenn das Gespräch natürlich fließt und beide Seiten etwas beitragen können. Wenn wir im Gespräch freundlich und natürlich bleiben wollen, ist es wichtig, interessiert zu sein. Ein einfaches „Wie geht es dir?" zeigt, dass man sich kümmert. Und es ist gut, auch wirklich zuzuhören. Man kann dann sagen, oh, das klingt spannend oder das ist ja interessant. Genau. Und wenn jemand etwas erzählt, kann man nachfragen. Zum Beispiel, wie hast du das gemacht? Oder wann war das? Ja, das zeigt, dass man aufmerksam ist. Und es hält das Gespräch lebendig. Man kann auch eigene Erfahrungen teilen, wenn es passt. Ein wichtiger Punkt ist, nicht zu viel zu reden. Man sollte dem anderen auch Raum geben. Ein einfaches „Was denkst du?" kann helfen. Und es ist gut, positiv zu bleiben. Ein Lächeln oder ein freundliches „Das freut mich für dich" schafft eine gute Stimmung. Auch kleine Komplimente sind schön. Man könnte sagen, das finde ich toll oder du machst das wirklich gut. Ja, das macht das Gespräch angenehm. Und wenn man mal nicht weiter weiß, kann man einfach ehrlich sein, das weiß ich leider nicht. Das stimmt. Ehrlichkeit ist wichtig. Und manchmal ist ein kurzes Schweigen auch okay. Es muss nicht peinlich sein. Es hilft auch, offen für Neues zu sein. Man könnte fragen, hast du schon mal? Oder kennst du? Und wenn etwas unklar ist, kann man um Erklärung bitten. Ein einfaches „Was meinst du damit?" klärt vieles. Ja, so bleibt das Gespräch freundlich und ohne Missverständnisse. Und es zeigt, dass man wirklich dabei ist. Man sollte auch darauf achten, nicht zu unterbrechen. Das kann unhöflich wirken und den anderen verärgern. Genau, wenn man warten kann, bis der andere fertig ist, zeigt das Respekt. Danach kann man seine Gedanken teilen. Manchmal hilft es, das Thema zu wechseln, wenn es zu ernst wird. Ein „Wollen wir über etwas anderes reden?" ist oft gut. Ja, das hält die Unterhaltung locker.
Und manchmal bringt ein neues Thema frischen Wind ins Gespräch. Wichtig ist auch, den anderen ausreden zu lassen. Ein einfaches Nicken zeigt, dass man zuhört. Und mit einem freundlichen Danke, dass du das erzählt hast, kann man das Gespräch schön abschließen. So bleibt das Gespräch entspannt und freundlich. Beide Seiten fühlen sich wohl und das Zuhören macht Spaß. Ja, es geht darum, dass beide etwas davon haben. So entstehen schöne Gespräche, die man gerne führt. Und wenn man sich wohlfühlt, kann man leicht mehr über den anderen erfahren und selbst mehr erzählen. Genau. Und das Beste ist, dass man oft mehr Gemeinsamkeiten entdeckt, als man denkt. Das macht Freude. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns immer über eure Kommentare mit Wörtern aus dem Podcast. Ja, schreibt uns gerne. Und vergesst nicht, den Like-Button zu drücken und unseren Kanal zu abonnieren. Aktiviert auch die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Genau, bleibt gespannt auf die nächste Folge. Wir freuen uns schon darauf, euch wiederzuhören. Der Name: Mein Name ist Thomas. Wie ist dein Name? Das Gespräch. Das Gespräch war sehr interessant. Wir hatten ein gutes Gespräch über Hobbys. Der Beruf. Mein Beruf ist Lehrer. Welchen Beruf hast du? Das Hobby. Mein Hobby ist Malen. Hast du ein interessantes Hobby? Die Familie. Meine Familie lebt in einer Wohnung. Erzähl mir mehr über deine Familie.